was Nord- und Südkorea, aber auch die Möglichkeiten vielleicht eines Treffens mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika anbelangt, kann man ja sehen, dass eine geschlossene internationale Haltung inklusive auch von Sanktionen durchaus Hoffnungsschimmer entstehen lässt. Ich nenne das jetzt mal einen Hoffnungsschimmer. Daran muss weiter gearbeitet werden, aber es wäre natürlich wunderbar, wenn wir hier eine Entspannung erleben würden, denn es war für uns alle eine große Besorgnis, diese Spannung mit der Nuklearisierung in Nordkorea. I went really badly. That's the worst I've ever done. I actually smashed into the edge of the platform and my craft exploded into a million bits and we just smashed into the water. Wir haben zwar hier von den Nahrungsmitteln, auch da war Ungarn natürlich ganz wichtig, man sieht hier etwa die bin sogar wie soll ich sagen, Ehrenpräsident alles beantworten können, aber alles mögliche. Wenn Sie vielleicht zum je Begriff. So formulieren? Ja. Es hat ja jüdische Gruppen gegeben, die haben Selbstjustiz gebracht wurden. Und wir haben uns beide geeinigt, 14 Tage, 3 Wochen später, kriege ich an einem Tag. Was mich immer verwundert ist, dass er nach 1945, der hat knapp 2,5 Minuten gedauert, hat geendet mit dem berühmten Gott schütze Österreich. Von Anfang an, von den ersten Tagen in Auschwitz, dass ich im Februar 1938 nach Wien kam. Es war alles noch Liebe und Waschdruck, wie schön man das sagt. Um die Pässe zusammen mit meinem Bruder, mit dem ich 6 Jahre in Italien zusammengearbeitet habe, kamen wir nach Wien, um die Pässe zu verlängern. Natürlich, es ist Fasching, man geht gerne tanzen mit den Freunden, mit allen möglichen. Und so vergeht die paar Tage. Aber schon vor dem 12. März, wie wir das heute wissen, sind schon viele Gemeinden besetzt worden, umbesetzt worden, schon Leute geflohen, die etwas eine Ahnung hatten. Ich muss gestehen, ich hatte keine Ahnung. Ich war frühmorgens überrascht über die Ankunft der Deutschen in Österreich. Ich habe auf Fotografien, was sich in Wien abgespielt hat, speziell in den jüdischen Vierteln. Da sieht man zum Beispiel 30 betagte Männer, gutes Aussehen, wie sie am Boden knien und mit Zahnbürsten Lack von der Straße wegkratzen müssen. Die
die Schuschnigg-Regierung noch angebracht hat, weil sie glaubten, es wird das Österreich weiter bestehen bleiben. Und ich schaue mir ja nicht die an, die da kratzen, ich schaue mir die an, die da herumstehen. Jeder Einzelne ist eher bereit zum Lachen, als wie eine traurige Miene aufzusetzen. So belustigt waren die Leute, von dem Juden am Boden kratzen zu sehen. Von dem will man in Österreich nichts wissen. Zu wenig oft wird so ein Bild gezeigt, damit man nur die Gesichter sieht. Es ist eine Schande für Österreich. Die Geschichte nach 1938 mit dem Anschluss, die ist sehr, sehr gut dokumentiert. Da ist man sich auch in der österreichischen Zeitgeschichte, aber auch in der Gesellschaft im Großen und Ganzen einig. Das, was passiert ist seit 1938 und bis 1945, das ist etwas, an dem wir heute noch arbeiten. Ja. Aber was wir uns immer wieder fragen müssen und was das Thema dieser Ausstellung ist, ist eben, wie ist es dazu gekommen? War das quasi eine Einbahnstraße oder hat es auch andere Möglichkeiten gegeben? Ja, also es zeigt die allerjüngste Vergangenheit, dass wir natürlich mit diesem Thema immer noch nicht fertig sind, es wahrscheinlich auch nie sein werden. Wir erleben in dieser Ersten Republik die Ereignisse, die politischen Ereignisse in einer irrsinnigen Dichte und merken, wie schnell es gehen kann, dass man eine Demokratie aufweicht, auflöst und dann letztlich zerstört. Das, was wir heute erleben, ist etwas viel Subtileres oder sozusagen etwas anderes. Es ist wesentlich langsamer. Mr. Monson, please. Mr. Monson. All of you faculty that are understand why. That's the main reason. Hi. Great to see you. Yeah, yeah. Good to be here. So, You know, it's an amazing thing how the delivery response of the, you know, where's that money going to come from? What about US healthcare? I mean, is that something you ever envisaged getting involved in? I'm pleased to announce for the foundation that we're committed to fund a third of what's needed for this campaign. India. India? Yeah, I mean, if you took Africa as though it was one, South Africa, Nigeria, Ethiopia, Tanzania, hired a foundation person to run the agricultural transfer. All right, I'm sorry, Bill. We're going right up here. Well, I don't need to be remembered at all. My wife and I have decided that our foundation will spend all its money within 20 years of when neither of us are around. We shared stories about what's going on in health and agriculture. It's great to recognize what's been achieved and talk about how we're going to work together to do even better. Organization that's doing important work, and we'll be here to help do even more in the future. Already for our foundation, so they've been a part. Again and again,
Innovation has solved problems that people thought were unsolvable. You know, I'm not somebody who's known for wasting money. I studied pretty carefully. You know, Pakistan, large parts of Africa, Bangladesh, somewhat for global growth. We're relying on the economic engines that. You want to stay standing, Mr. Gates, or you want to take it? There is a certain, I would say, worry or concern about the state of international relations, because if you put tariffs against what are your allies, one wonders who the enemies are. Not too many. It's 70 people here. Allez. Merci beaucoup Alain, merci. Je suis un grand fan. Bonjour monsieur le professeur. Mademoiselle. C'est possible une photo? Oui, je crois que je vais y aller. C'est pas évident 35 ans après de la faire rouler. Dans ces conditions, je sais pas trop. C'est un peu périlleux. Mais voilà, c'est un plaisir. C'est la voiture qui a gagné en Grand Prix de France en 83. Donc c'est aussi symbolique aujourd'hui. Ah oui, non, c'est très important pour la France en tant que pays parce que c'est un événement supplémentaire qui fait rayonner la France à l'extérieur. Important pour le monde du sport automobile, bien entendu. Pas uniquement de la F1, mais pour nous, dans le pays, ça tire vraiment l'image par le haut. When we come to Le Castellet in June, I believe it will be an exciting week. I expect that, or our expectation and ambitions are, to improve, to make the car more and more competitive, to close the gap to the front teams, and to get, step by step closer to our goal, to be winning races in 2019 and 2020. امبارح كان في مواجهات زي ما بيقولوا وطلع معها شباب زي هالشباب مواجهات بيننا وبين اليهود المستوطنين وطلع يجاهد زيهم والحمد لله ربنا اختاره شهيد.
À toutes. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu à quoi il y a du corail, il y a de la couleur, il y a plein de choses. Les eaux, alors ça dépend de l'endroit. C'est-à-dire que quand on avait plongé vers les zones importantes. Bateau russe qui intervenait justement pour des incendies. Ah oui, c'est du coup, c'est l'idée d'essayer de. Automatique. Donc il y a minimum une personne toujours qui est toujours un combat. Là pareil, mais en amont où c'était leur métier par exemple. Ah super. S'asseoir sur la chaise du capitaine. Tu veux dire. C'est impressionnant. Merci. Total espère forer à proximité du récif de l'Amazone, forer évidemment pour du pétrole. Total attend des licences environnementales pour pouvoir forer. Total a déposé une étude d'impact environnemental auprès du gouvernement brésilien. Nous avons analysé ces études d'impact, nous avons montré les failles du dossier de Total, les failles concernant les risques pour l'écosystème corallien, pour aussi les côtes, où il y a de la mangrove sur les côtes, et donc des risques pour les communautés locales qui dépendent de ces ressources. C'est une association qui est essentielle à la planète pour la protection à la fois de la faune et de la flore. Et effectivement, j'avais entendu parler de cette campagne, du sauvetage, enfin en tout cas de la préservation du nouveau récif découvert en Amazonie. Et c'était important d'amener les enfants pour qu'ils soient eux aussi sensibilisés aux actions de Greenpeace. Alo မင်္ဂလာပါဆိုရကတော့ဥရောပရာဇဝင်အတိုင်းပဲထရိုဂျင်မင်းကိုအတင်းဆွဲ